Hallo und herzlich willkommen hier bei Selbstgemacht. In dieser Folge möchte ich euch gern mein Lieblingsrezept von einem Gewürzvollkornbrot zeigen. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal in Ruhe nachlesen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Für das Rezept benötigen wir 400 ml lauwarmes Wasser. Da kommt ein halber Hefewürfel hinein, das sind 21 Gramm. Und einen Esslöffel Zucker geben wir dazu. Alle drei Zutaten werden jetzt miteinander verrührt. Das geben wir in eine hohe Rührschüssel hinein. 500 Gramm Dinkel-Vollkornmehl. 150 Gramm Roggenvollkornmehl. Einen Esslöffel Backmalz. Das Backmalz hilft der Hefe bei der Arbeit, macht die Brotkrume poriger und die Kruste röscher. Einen Esslöffel Sonnenblumenkerne. Gewürze kommen hinein. Eine Prise Fenchelsamen und einen Teelöffel Koriander ganz. 1 Teelöffel Brotgewürz. 2 Esslöffel Leinsamen. 1 Esslöffel Kümmel. Jetzt gebe ich noch einen Esslöffel Sauerteigextrakt hinein. Das bewirkt, dass das Brot länger haltbar ist und es verleiht ihm ein tolles Aroma. Einen Esslöffel Obstessig. Einen Esslöffel Olivenöl. Und 2 Teelöffel Meeressalz. Den Brotteig jetzt für 7 bis 10 Minuten kneten lassen. Er sollte sich komplett vom Schüsselrand gelöst haben. In eine saubere Schüssel gebe ich jetzt etwas Olivenöl hinein. Das verteile ich gleich mit meinen Fingern. Mit den eingeölten Fingern hole ich jetzt den Brotteig und knete ihn einmal kurz durch. Aus dem Brotteig forme ich dann eine Kugel und lege ihn in die Schüssel zurück. Abgedeckt an einen warmen Ort für 2 Stunden ruhen lassen. Jetzt haben wir 2 Stunden Zeit, die Seele baumeln zu lassen. Eine Kastenform vorbereiten und ausfetten. Der Brotteig ist herrlich hochgegangen. Jetzt bemehle ich die Arbeitsfläche mit etwas Mehl. Dann geben wir den Brotteig darauf. Er löst sich ganz leicht von der Schüssel. Der Brotteig wird etwas platt gedrückt und dann werden die äußeren Enden nach innen gezogen und dieses wiederholen wir ein paar Mal. Dadurch, dass wir die Enden immer nach innen ziehen, baut sich im Teig eine Spannung auf. Dann wird das Ganze umgedreht und wir formen eine Kugel. Die Kugel passt allerdings nicht in die Kastenform. Jetzt walke ich den Teig hin und her und forme einen länglichen Leib. Der fertig geformte Leib kommt jetzt in die eingefettete Kastenform hinein. Den Brotteig mit Wasser bestreichen. Auf den Teig gebe ich jetzt noch Kreuzkümmel und den drücke ich ein wenig fest im Teig. Und ich streue noch Schwarzkümmel darüber. Der wird auch wieder etwas angedrückt. Zum Schluss wird der Brotteig noch eingeschnitten. Ich backe übrigens immer gleich 2 Brote auf einmal. Dann werden die Brote abgedeckt und dürfen nochmal für 20 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit heizen wir den Backofen vor auf 200 Grad Umluft.
Die 20 Minuten sind vorüber. Der Teig ist nochmal schön aufgegangen. Jetzt gebe ich die Kastenform in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad für ca. 35 Minuten auf die vorletzte Schiene. Das Brot war jetzt 35 Minuten im Backofen. Ich hole es aus der Kastenform heraus, gebe es auf ein Abkühlgitter und lasse es einmal auskühlen. Jetzt schneide ich das Brot mit euch gemeinsam an. Durch die Zugabe des trockenen Sauerteigs bleibt das Brot viel länger frisch, hat einen milden säuerlichen Geschmack und ist länger haltbar. Das Brot ist knusprig und schmeckt sehr aromatisch und lecker. Und jetzt wird's probiert. Hört nur, wie es knuspert. Na, konnte ich euch jetzt Lust machen? Dann backt es doch mal nach. Gefällt euch mein Kanal und das Rezept? Würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert, mir nett kommentiert und mir einen Like hinterlässt. Vielen Dank, dass ihr auf meinen Kanal vorbeigeschaut habt. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal hier bei Selbstgemacht. Servus!